Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute zeige ich dir, wie du Kondensmilch ganz einfach selbst herstellen kannst. Ob für Kaffee, Dessert oder zum Backen. Diese selbstgemachte Variante kommt ganz ohne unnötige Zusatzstoffe aus und überzeugt mit ihrem vollen cremigen Geschmack. Mit wenigen Zutaten und etwas Geduld hast du eine hochwertige Kondensmilch, die du vielseitig verwenden kannst. Als erstes achte darauf, einen ausreichend großen Topf zu verwenden, da die Milch beim Aufkochen stark aufschäumt und ihr Volumen auf das Dreifache anwachsen kann. So gebe 2 Liter Vollmilch in einen etwa 10 Liter großen Topf. Der Topf sollte schon deswegen groß genug sein, dass du dir keine Verletzungen zuziehen kannst oder die überkochende Milch deine Küche versaut. Und da ich immer ein großer Freund von wenigen Zutaten bin, gibt es nun 250 Gramm Zucker. Du könntest auch Vollrohrzucker nehmen oder eine Süßungsalternative, allerdings ist letzteres in der Haltbarkeit sehr eingeschränkt. Aber das erkläre ich dir am Ende noch. Währenddem die Milch langsam aufkocht, möchte ich dir gern den Rahm auf der Vollmilch zeigen, der aufgrund der heißer werdenden Temperatur natürlich schmilzt. Der Rahm, der sich auf der Milch absetzt, ist letzten Endes ein echtes Qualitätsmerkmal. Er zeigt, dass die Milch naturbelassen und nicht homogenisiert ist. Das bedeutet, dass der Fettanteil in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt und sich auf natürliche Weise an der Oberfläche sammelt. Ein Zeichen für besonders hochwertige und schonend verarbeitete Milch. Nun ist auch der richtige Zeitpunkt, den Zucker dazu zu geben, und er wird natürlich eingerührt. Das Folgende zeige ich dir in beschleunigter Geschwindigkeit, das Aufkochen und Reduzieren der Milch, damit du den Prozess gut nachvollziehen kannst. Dabei ist es wichtig, sie regelmäßig umzurühren, damit sie nicht am Topfboden anbrennt und gleichmäßig eindickt. Nur so erhältst du eine wunderbar cremige Konsistenz, die am Ende nicht nach angebrannter Milch schmeckt. Und das will wirklich niemand haben. Nun siehst du, warum der Topf groß genug sein muss. Aus 2 Litern entstehen kurzfristig bis zu 9 Liter Volumen. Je nach Breite deines Topfs dauert dieser Prozess des Einkochens nun etwa 15 bis 45 Minuten. In meinem Fall hat es insgesamt 40 Minuten gedauert, sodass die Milch auf ca. 600 bis 800 Milliliter reduziert war. Und für eine Dulce de Leche, dabei weiß ich nicht, wie man das genau ausspricht, aber eine Karamellcreme aus Lateinamerika, sollte die Kondensmilch auf ca. 300 bis 400 Milliliter reduziert werden. Lass die Milch bei gleichbleibender Temperatur weiter köcheln und rühre natürlich weiterhin regelmäßig um. Besonders am Ende der Kochzeit, wenn die Milch weniger schäumt und beginnt dickflüssiger zu werden, ist es entscheidend. Nicht, dass sie auf die letzten paar Meter dann doch noch anbrennt. Sobald die Milch langsam reduziert ist, solltest du deine Schraub- oder Weggläser auskochen, um sie keimfrei zu machen. Das ist essentiell wichtig für eine lange Haltbarkeit der Kondensmilch. Nun solltest du das heiße Glas auf einem sauberen Küchentuch abtropfen lassen. Nicht, dass noch zu viel Wasser im Glas ist, denn das würde schon wieder die Kondensmilch verwässern. Da die Milch inzwischen gut eingekocht ist, kann sie abgefüllt werden. Ich verwende dazu 2 Weggläser und eine Schüssel. Zum einen möchte ich dir das Ergebnis natürlich zeigen und zum anderen kann ich die Kondensmilch gleich direkt für eines meiner nächsten Videos weiterverwenden. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Wundere dich bitte nicht an dieser Stelle, dass du nur ein Wegglas siehst. Kurz und bündig, ich habe das Volumen etwas unterschätzt und kurzerhand, ohne Kamera, noch ein zweites Glas ausgekocht und dann auch abgefüllt. So reinige ich natürlich den Rand des Wegglases, gebe den Deckel und die Klipse drauf und lasse das Ganze nun erst einmal auskühlen.
Wenn sie dann abgekühlt ist, dickt sie auch nochmal ein wenig ein, aber das siehst du gleich nochmal. Wenn das Glas eingekocht wurde, ist die Kondensmilch mehrere Monate haltbar, solange das Vakuum intakt ist. Prüfe das unbedingt über die Deckel, so wie du es bei mir sehen kannst. Das heißt, entferne die Klipse und hebe das Glas am Deckel an. Gelagert wird sie am besten an einem kühlen, dunklen Ort und nach dem Öffnen sollte sie im Kühlschrank aufbewahrt werden und innerhalb weniger Tage auch verbraucht sein. Und hier siehst du im Vergleich die ausgekühlte Kondensmilch, die frisch aus dem Kühlschrank kommt. Mit einer Süßungsalternative ist sie nicht ganz so lange haltbar, da der Zucker als natürliches Konservierungsmittel fehlt. Wenn du sie in ein steriles Glas abfüllst und gut verschließt, hält sie sich im Kühlschrank etwa 1 bis 2 Wochen, eingekocht unter optimalen Bedingungen mehrere Wochen. Achte darauf, dass sie frisch riecht und keine Veränderungen in Farbe und Konsistenz auftreten. Und was wir daraus machen, das zeige ich euch in wenigen Tagen. Deswegen Schluss mit dem gekauften Kram und viel Erfolg euch beim Selbermachen. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch!